Hallo zusammen, ich bin Alex von AWS und ich sitze hier heute mit Moritz von Dyn. Moritz, du stellst dich gleich noch vor. Und wir sprechen heute über Dyns Cloud-Transformation auf AWS. Moritz, willst du dich kurz vorstellen? Klar, sehr gerne. Moritz Mücke, ich bin bei Dyn Head of Product and Technology, habe vorher unterschiedliche Stationen in der Sport- und Medienbranche hinter mir, unter anderem bei der DFL als Head of Digital Innovation, und bin seit Anfang an mit dabei und freue mich sehr auf das Interview. Bevor wir wirklich in das Interview einsteigen, willst du vielleicht was zu Dyn erzählen? Was macht ihr eigentlich? Ja, sehr gerne. Also Dyn ist eigentlich, wenn man es auf einem High-Level beschreibt, ein neuer Streaming-Service für Sportarten außerhalb des Fußballs. Wir haben Rechte für Handball, Volleyball, Basketball, Tischtennis und Hockey, und sind im August 2023 an den Start gekommen. Aber das ist tatsächlich nur, wenn man sich die oberste Ebene der Schicht anschaut. Das wird wahrscheinlich gar nicht dem gerecht, was wir alles machen. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, einmal auf unsere Mission zu schauen. Unsere Mission ist nämlich, dass wir den Sportarten, die uns ihre Rechte anvertraut haben, versuchen, mehr Reichweite und mehr Wertschätzung in der Gesellschaft zu generieren. Und um das alles zu bewerkstelligen, müssen wir natürlich mehr sein als ein neuer Streamingdienst. Und da gehen wir jetzt ja wahrscheinlich gleich ein bisschen drauf ein. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einer spannenden Mission im deutschen Markt. Ihr beschäftigt euch also mit Nischensportarten. Als ihr gestartet seid, was meinst du, war so die größte Herausforderung? Ich meine, ihr seid ein Startup in einem Nischenmarkt. Was war eure größte Herausforderung? Ich würde an der Stelle kurz einmal einspringen und sagen: „Hey, Nischenmarkt, lass uns über Second-Tier-Sport reden." Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Wenn wir uns aber anschauen, was das Interesse der einzelnen Sportarten kumuliert ist, dann sehen wir, dass der Fußballmarkt 22 Millionen Fans oder Interessierte hat. Wenn wir uns die Sportarten anschauen, die wir vereinen, dann gibt es bei uns ebenfalls 17 Millionen Sportinteressierte. Das war auch der Grund, warum wir uns als Dyn dafür entschieden haben und gesagt haben: „Hey, der Markt ist quasi identisch groß, wird aber ganz anders beziehungsweise vernachlässigt behandelt zum großen Fußballmarkt." Das ist auch der Grund, warum wir uns diese Mission gesetzt haben. Mit Blick auf deine andere Frage: Was war eigentlich unsere größte Herausforderung? Ich bin Anfang 2023 zu Dyn gestoßen. Da gab es 'nen Office mit ein paar Menschen, aber sonst außer der Rechten, die wir gekauft haben, noch nicht viel. Es gab eine Idee, es gab Dinge, die wir umsetzen wollten, aber wir mussten bis August 23 nicht nur eine Plattform bauen, sondern eine komplette Produktion aufbauen. Wir mussten Prozesse und Workflows aufbauen, die uns am Ende dabei helfen, Inhalte effizient und automatisiert zu distribuieren. All das eben, um unsere Mission zu erfüllen. Denn für uns war von vornherein klar, wenn wir unsere Mission erfüllen wollen, dann können wir nicht einfach eine neue Streaming-Plattform sein, die Inhalte hinter eine andere Bezahlschranke packt, sondern wir müssen A, effizienter sein in der Art und Weise, wie Inhalte produziert und auch distribuiert werden. Und B, müssen wir auch dafür sorgen, dass Inhalte deutlich besser verfügbar werden, weswegen wir uns in 8 Monaten einer riesen Herausforderung gestellt haben, um eigentlich eine komplette Servicelandschaft für das komplette Ökosystem zu bauen. Wenn du jetzt so davon erzählst, dann klingt das jetzt ja nicht so einfach. Also ich erinnere mich an Geschichten, wie ihr quasi, als ihr gestartet seid, hier die erste Architektur, wie ihr das bauen möchtet, quasi ihr habt auf dem Boden gesessen, so ein bisschen sehr Startup-mäßig. Wenn du jetzt so davon erzählst, klingt es eigentlich so, als ob du schon Erfahrung damit hast, wie man so eine Transformation gestalten könnte, wie man so ein Startup gerade im Sportbereich aufbauen könnte, wie ihr die Inhalte an die Fans ausliefert. Kannst du da mal kurz erzählen, okay, wie kommt das, dass es bei dir so klingt, als ob es gar nicht so schwer war? Die Herausforderung war natürlich trotzdem groß, aber du hast recht, es ist nicht meine erste Station im Sport. Ich habe vorhin kurz gesagt, ich war vorher bei der DFL. Dort war ich als Head of Digital Innovation tätig. Das heißt, meine Aufgabe war es, neue Technologien oder generell Technologien zu analysieren mit Blick auf, wie können sie einen Mehrwert für die Fan Experience oder aber auch für unser Businessmodell damals innerhalb der DFL schaffen. Ich habe mich zum Beispiel mit Themen wie 5G und Augmented Reality beschäftigt und wir haben an der Stelle beispielsweise geschaut, wie können wir das Fanerlebnis im Stadion transformieren, indem wir beispielsweise Echtzeitanalysen über das Handy im Stadion ermöglichen. Dann haben wir uns allerdings auch
damals mit dem Thema Cloud weiter auseinandergesetzt und ich war, daher kannte ich auch bereits AWS, bei der DFL im Prinzip zuständig für unsere Cloud-Partnerschaft mit AWS und in dem Zusammenhang haben wir unterschiedlichste Services aufgebaut. Unter anderem einen Service, der eben auch für die Distribution von Broadcast-Signalen via IP zuständig ist oder aber auch den Service, der für alle Broadcaster und später auch für die Bundesliga-App im Prinzip Geschichten analysiert, im Sinne von, was sind datenbasierte Anomalien, die interessant sein könnten als Stories, damit man sie den Kommentatoren, aber auch den Fans zugänglich machen kann, sodass ihnen diese Informationen vorliegen. Das heißt also, mit dem Thema Change war ich natürlich permanent in meiner beruflichen Laufbahn konfrontiert. Der große Unterschied bei Dein war natürlich, dass wir nicht auf bestehende Systeme aufsetzen mussten, sondern wir hatten die Chance, im Prinzip mit einem Greenfield-Approach zu starten. Du hast vorhin gesagt, wir haben uns bereits frühzeitig mit der Architektur am Anfang auseinandergesetzt. Das ist richtig. Wir haben am Anfang uns tatsächlich aufgezeichnet, was glauben wir heute wäre der ideale Weg, damit wir eine zukunftssichere Architektur aufsetzen können. Um eben gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, wenn wir sagen, wir wollen zukunftssicher sein, müssen wir in der Architektur so flexibel sein, dass wir Veränderungen ermöglichen können oder aber weitere Services einfach, ich sage es mal, im Plug-and-Play hinzufügen können. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil wir sehen, dass sehr, sehr viele dieser Dinge, die wir uns bereits in den ersten Wochen überlegt haben, heute eigentlich das Fundament von Dein bilden. Ich glaube, damit sprichst du eigentlich auch eine sehr spannende Zeit an. Denn gerade, also ihr habt den Launch hattet ihr letztes Jahr im August. Vorletztes Jahr. Ja, vorletztes Jahr im August, genau, 2023. Als Startup, also Startups haben immer quasi den Constraint oder die Herausforderung, es ist in der Regel nicht so viel Budget da. Ihr hattet aber noch eine andere nette Herausforderung. Ihr hattet ein sehr fixes Zeitfenster, in dem ihr die Plattform an den Start kriegen musstet oder zumindest fähig sein musstet, Content an eure Fans auszuliefern. Aufgrund der Tatsache, dass ihr halt die Lizenzen gekauft hattet und da wart ihr verpflichtet, das entsprechend zu einem bestimmten Zeitpunkt zu launchen. Wie seid ihr quasi hier vorgegangen, um diese sehr, wie soll ich sagen, einzigartige Herausforderung zu lösen? Wir haben uns extrem damit beschäftigt, welche Dinge wollen wir selber umsetzen und wo wollen wir auf Partner setzen. Darüber hinaus haben wir uns damit beschäftigt, was muss eigentlich die Basis sein, damit wir diese Integrationsleistung, nämlich viele Partner miteinander zu kombinieren, um am Ende dieses Servicelandschaft zu schaffen, die das Ökosystem bedient. Wie können wir dafür eine Basis schaffen, um das aufzusetzen? Und da sind wir ganz schnell wieder auf das Thema der Cloud gekommen oder in dem Fall auch explizit auf das Thema AWS, weil AWS mit einem sehr großen Partnernetzwerk natürlich die Möglichkeit hat, dass wir dort Dinge miteinander kombinieren können. Wenn wir uns aber anschauen, was waren grundsätzliche Überlegungen, die wir hatten, dann war für uns natürlich entscheidend, im ersten Schritt zu sagen, hey, wir können nicht nur mit Blick auf das Budget-Constraint unendlich viel Geld ausgeben, sondern wir müssen ja auch in der Lage sein, mit den Menschen, mit denen wir hier arbeiten, die Dinge umzusetzen, die wir uns vornehmen. Dementsprechend war für uns klar, dass wir uns nicht für ein Modell entscheiden konnten, in dem wir hier selber eigene Serverfarmen oder Ähnliches aufbauen, sondern uns auf einfach das Shared Responsibility Modell der Cloud verlassen müssen. Wir kümmern uns um die Applikationen, die auf der Cloud laufen, die Infrastruktur am Ende, dass das funktioniert, dafür trägt der Cloud-Partner die Sorge. Natürlich müssen wir uns über das Thema Security etc. auch Gedanken machen, aber wir müssen uns nicht darum kümmern, dass wir Serverfarmen verwalten, Patches darauf installieren etc., sondern wir kümmern uns darum, dass wir die Dinge tun, in denen wir gut sind, eine gute User Experience aufsetzen, Workflows zu definieren, die am Ende für eine Erleichterung für unsere Partner sorgen, um so am Ende überhaupt die Möglichkeit zu haben, in 8 Monaten dieses komplette Konstrukt aufzubauen. 8 Monate ist schon, wenn du es nochmal so sagst, ist das schon eine sehr kurze Zeit. Du hast am Anfang oder vor 2, 3 Sätzen so ungefähr, hast du noch das Thema Automatisierung angesprochen, dass das bei euch enorm wichtig ist. Du sagst es ja schon, okay, ihr habt gerade zu Anfang ein kleines Team gehabt und klar, ihr seid gewachsen. Für euch war aber immer Automatisierung sehr wichtig und
So wie ich das verstanden habe, ist das auch eine Sache, die in der, ich sage jetzt mal, Medienbranche, wo ihr in eurem Tätigkeitsbereich sehr weit vorne seid, wenn du das mit deiner sonstigen Erfahrung vergleichst. Kannst du da vielleicht mal kurz erzählen, okay, was genau habt ihr da umgesetzt und warum ist das so wichtig für euch? Ja, genau. Wir haben einen Service ganz zu Beginn eigentlich unserer Journey entwickelt und das ist der sogenannte Content Desk. Der Content Desk ist im Prinzip das Herz unserer Medien-Workflows, wenn du so möchtest. Du hast schon beschrieben, wir sind mit einem kleinen Team gestartet und wir sind gewachsen. Das ist durchaus richtig. Aber von vornherein war für uns klar, damit wir wirtschaftlich sinnvoll in der Lage sind, die Mission zu erfüllen, dass wir Inhalte so breit verfügbar machen wie möglich, müssen wir über viele Automatisierungsschritte kommen, um am Ende Clubs, Ligen, Medienpartner, aber auch unsere eigene Plattform bestmöglich mit Inhalten zu versorgen. Das bedeutet, wir haben Workflows gebaut, die am Ende dazu führen, wenn Inhalte erstellt werden, dass sie automatisiert mit Metadaten versehen werden, automatisiert dann basierend auf den Metadaten Menschen zugänglich gemacht werden, basierend auf einem granularen Rechte-Rollensystem und dann natürlich auch basierend auf den definierten Workflows distribuiert werden, sodass wir im Prinzip, um es mal ganz anschaulich zu machen, wenn eine Sendung bei uns endet, dann ist Minuten später das komplette File verteckt mit Metadaten, aber auch mit Sportdaten, synchronisiert zur Timeline, in unserem MAM verfügbar und auch zum Download in unserer Content Desk Plattform abrufbar. Darüber hinaus haben wir dann aber auch entlang der Journey gesehen, dass wir, was das Thema Produktionsmanagement angeht, Automatisierungen vornehmen können. Wir haben seit Start von Dyn über 6.000 Spiele produziert. Wenn man das sich mal mit meinem alten Arbeitgeber ins Verhältnis setzt, eine Bundesliga-Saison hat 306 Spiele. Das heißt, wir haben im Prinzip seit Start von Dyn so circa 20 Bundesliga-Saisons inzwischen produziert und vollbracht. Und das mit einem Team, das effektiv und schlagkräftig nicht ist, aber nicht in wahnsinnige Größen gewachsen ist. Ja. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen hier arbeiten, dann sind wir aktuell so circa 70 Menschen, die hier arbeiten. Dann muss man sich schauen, dass da ganz viele Funktionalitäten abgedeckt werden. Das ist nicht nur ein Tech-Bereich. Nein, der Tech-Bereich ist ein kleiner Teil davon. Dazu gehört eine Redaktion, dazu gehört ein Marketing-Team, dazu gehört ein Sales-Team und so weiter und so fort. Das heißt, in diesen 70 Menschen sind alle Funktionalitäten dieser Firma abgedeckt und trotzdem sind wir in der Lage, 6.000 Spiele zu produzieren, die an externe Partner auszuliefern, die an unsere Plattform auszuliefern, daraus Content-Formate zu erstellen und sie auch Clubs, Ligen und Medienpartnern zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber gesehen, dass gerade mit Blick auf das Thema Produktion die ersten Schritte, ich würde sie mal sagen, sich schon nach einem Startup angefühlt haben. Die Produktion wurde eher manuell geplant, die wurde in Excel-Tabellen geplant. Das hat alles funktioniert, keine Frage. Aber es war unheimlich viel Aufwand. Da wir sowieso alle Daten im Content Desk gepflegt haben, haben wir uns überlegt, hey, wir können auch ein separates Modul entwickeln und das ist unser Planning Desk. Sodass wir eigentlich alle Produktionen im Planning Desk inzwischen planen. Das sorgt zum einen dazu, dass wir deutlich höhere Sicherheit haben, weil weniger manuelle Prozesse bedeutet weniger Fehlerpotenzial. Es bedeutet, dass wir dadurch, dass wir viele der Informationen automatisiert pflegen, auch weitere Automatisierung steuern können, um ein Beispiel zu nennen, da wir wissen, wo ein Spiel stattfindet, wer am Ende die entsprechenden Partner sind, die die Inhalte distribuiert bekommen sollen, welches Signal wo produziert wird, können wir genau sagen, okay, wir brauchen von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y beispielsweise eine Cloud-Instanz, die uns das Signal in unseren Standard transkodiert und wir können auch genau sagen, wie viele Flows wir aufsetzen müssen, um am Ende alle unsere Partner zu versorgen. So haben wir im Prinzip die Möglichkeit geschaffen, die komplette Annahme und Distribution unserer Signale automatisiert basierend auf der Planung im Planning Desk zu steuern. Und darüber hinaus haben wir auch noch den Aufwand unserer Redaktion, also unseres editoriellen Teams, um gemessen an den Aussagen, die wir von den Teams hören, so circa 40% zu reduzieren, weil einfach ganz viele Schritte inzwischen automatisiert
machbar sind. Sei es die Beschreibung eines Spiels, sei es die Produktion von Thumbnails für unsere eigene Plattform. Das sind einfach ganz viele Schritte, die vorher manuellen Aufwand bedurften, die jetzt automatisiert in diesem Tool stattfinden, sodass wir auch da wieder Effizienzen schaffen, um uns dann anderen Themen zu widmen, die uns dabei helfen, die Sportarten weiter zum Wachstum zu bringen. Das klingt, als ob es euch unfassbar viel Zeit spart und teilweise sogar erst, wie soll ich sagen, den effizienten Betriebsablauf von Dyn so wirklich möglich gemacht hat, sage ich jetzt mal. Gibt es für dich messbare Ergebnisse und Vorteile auch gegenüber euren, ich sage jetzt mal, Wettbewerbern daraus, dass ihr von Anfang an quasi auf AWS und unsere Partner gesetzt habt? Wir haben messbare Ergebnisse. Ich würde an der Stelle nicht so weit gehen zu sagen, ich möchte über andere sprechen. Ich fokussiere mich auf das, was wir bei Dyn tun. Also was wir sehen, zum einen mit Blick auf unsere Mission, ist für uns natürlich immer der wichtigste Schritt gewesen, der Schritt von 0 zu 1. Ja, wir schaffen das Zuhause dieser Sportarten. Wir gehen einen komplett neuen Weg, um Fans nicht zerteilt über unterschiedliche Plattformen, sondern zentralisiert in einer Plattform alle Inhalte ihrer Sportart zu liefern. Das sehen wir an Zahlen wie, dass wir 95% unserer Subscriber als Monthly Active User haben, die über 15 Stunden durchschnittlich im Monat Content konsumieren. Was ich extremst beeindruckend finde, beziehungsweise was am Ende auch die Entscheidung für die Cloud rechtfertigt, wir sind halt in der Sportindustrie. Das heißt, bei uns, anders als bei einem klassischen TV-Anbieter, haben wir keinen 24/7-Betrieb. Dazu sind wir ein Startup, was wächst. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wo landen wir denn am Ende irgendwann mal, wenn wir alle unsere Nutzer oder unser komplettes Nutzerpotenzial ausgeschöpft haben. Das heißt, unsere Infrastruktur muss ja so ausgelegt sein, dass an den Tagen, an denen keine Sportarten laufen, wir möglichst kosteneffizient nichts ausgeben, aber an den Tagen, an denen extremst viele Sportarten laufen, wir in der Lage sind oder auch wir Highlight-Spieler haben und wir extrem viele Nutzer haben, wir in der Lage sind, diese Nutzer zu bedienen. Und da finde ich es dann immer beeindruckend, wenn wir zum Beispiel darauf schauen, wie viele Nutzer wir teilweise in Spielen haben. Wir hatten über 170.000 Zuschauer beim Highlight-Spiel letzte Saison. Und auf der anderen Seite gehen wir dann in eine Saisonphase, nachdem alle Sportarten ihren Titel ausgespielt haben, in der nichts passiert und sind in der Lage, unsere Kosten rapide zu reduzieren. Das ist einfach ein Vorteil. Ich muss nicht Serverkapazitäten vorhalten, um am Ende die maximale Nutzeranzahl zu bedienen und muss die das ganze Jahr über in der Lage sein zu bedienen, sondern ich kann einfach rauf und runter skalieren und zwar in Sekunden, um mich auf die Anzahl der Nutzer oder aber auch auf die Anzahl der Spiele, die parallel ausgetragen werden, einzustellen und so sowohl mein Produktionssetup als aber auch meine OTT-Plattform gemessen an der Anforderung des jeweiligen Tages genau richtig aufzustellen. Wenn du die letzten Minuten jetzt, sage ich mal, zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, sind so die Schlüsselerfahrungen, die für andere Tech-Entscheider wichtig sind, die du hier einfach nochmal mitgeben würdest? Da fällt es mir schwer zu sagen, es gibt eine Blaupause, die man von uns auf andere ausrollen kann. Ich glaube, was extrem schwierig ist zu vergleichen, ist halt dieser Greenfield-Approach. Zu ganz viele Tech-Entscheider haben die Herausforderung, dass sie bereits in bestehenden Frameworks arbeiten und dort Dinge anpassen müssen. Was mir nur aufgefallen ist in der Journey, die wir hatten, ist zum einen das Thema Fokus auf Datenverfügbarkeit und Datenqualität, sodass im Prinzip dann im Anschluss Automatisierungen möglich sind. Das ist etwas, wo wir von Anfang an extremst viel Wert darauf gelegt haben, was uns bis heute zu enabled, dass wir gewisse automatisierte Schritte umsetzen können. Ansonsten sind es aber auch tatsächlich teilweise sehr allgemeine Dinge, die wir in den letzten Jahren gelernt haben. Ein Beispiel dafür ist diese Architektur, wie wir sie aufsetzen, ist natürlich auch getrieben von den Menschen, die das Ganze entwickeln. Dementsprechend zu verstehen oder ihnen zu helfen, den Business Sense und den Business Purpose zu verstehen, hilft uns enorm darin, so effizient zu arbeiten. Wenn ich einem Entwickler, der im Zweifel nicht mal interessiert ist an Sport, verständlich mache, dass es extremst wichtig ist, dass wir uns effizient aufstellen,
dann kann der auch ohne sich für Sport zu interessieren auf das Traffic Pattern schauen und sagen, ja, ist eine gute Idee, dass wir das vielleicht serverless aufsetzen, um am Ende Skalierung schon in der Architektur mitzudenken. Das sind Dinge, bei denen ich immer sehr, sehr gut damit gefahren bin, transparent mit Informationen umzugehen, sodass nicht irgendwie Inselwissen in einzelnen Personen entsteht, sondern dass wir tatsächlich eine breite Basis haben, die entlang der ganzen Company versteht, was wollen wir eigentlich erreichen und was sind dann auch die einzelnen Hebel, die ich als Einzelperson bewegen kann, damit es am Ende bestmöglich funktioniert. Ein weiteres Thema ist das Thema klare Zielsetzung. Auch das ist nicht spezifisch für Tech-Leader, aber es ist schon etwas, was ich gesehen habe, was unfassbar hilfreich ist. Wenn wir klare Ziele definieren, dann finden wir den besten Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Gar nicht den Weg vorzugeben, sondern das Ziel vorzugeben. Ein ganz tangibles Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Natürlich waren wir am Anfang des Services besorgt, dass alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wie haben wir das gecovert? Das haben wir gecovert, indem wir gerade während der Spielzeiten sehr viel Bereitschaftsdienste hatten mit Eyes on Glass. So. Für uns war von vornherein klar, das kann kein Modell sein, was dauerhaft besteht. Deswegen haben wir für uns als Team nach Launch sehr kurzfristig das Ziel gesetzt, wir müssen es schaffen, dass die Zeit, die wir damit verbringen, unsere Systeme mit Eyes on Glass zu überwachen, sich dramatisch reduziert. Da haben wir uns eine Zeit gesetzt, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es unser ambitioniertes Ziel, dass hier niemand aktiv auf Systeme schauen muss, auch wenn das System 24/7 verfügbar ist. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, auch weil wir natürlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis hatten, damit wir eine gute Customer Experience liefern. Es hat aber dazu geführt, dass sich das Team in jedem Schritt und jeder weiteren Entwicklung darüber Gedanken gemacht hat, wie kann das Teil unseres Monitoring-Konzepts sein, wie können wir vernünftiges Alerting aufsetzen, sodass es am Ende nicht dazu führt, dass jemand am Wochenende um 17 Uhr mit offenem Laptop dort sitzt, sondern lediglich eine Verfügbarkeit haben muss, sodass, wenn ein Alert losgeht, er in der Lage ist zu reagieren und auch genau weiß, was er zu tun hat, weil das Alerting schon so detailliert ist, dass er genau weiß, wo er zu schauen hat und wie er in der Lage ist, damit umzugehen. Das war sicherlich etwas, was wir angewandt haben, was ich für extrem sinnvoll erachte. Darüber hinaus gibt es natürlich so ein paar Pattern, wo ich sagen würde, die kann man natürlich auch mit anderen Tech-Leadern teilen. Ich meine, es ist nicht so, dass wir keine Fehler gemacht haben. Jeder, der am ersten Tag, das war der 23.08., Dyn eingeschaltet hat, der konnte live miterleben, dass zum ersten Spieltag nicht alles funktioniert hat, wie es sollte. So, die ersten Nutzer, die gekommen sind, hatten gar keine Probleme. Doch dann sind wir einfach in die Herausforderung gelaufen, dass es ein Architektur-Setup gab, was mit der Last von zusätzlichen Nutzern nicht klargekommen ist, weil am Ende der Load Balancer, der versucht hat zu schauen, ob die einzelnen Instanzen healthy sind oder nicht healthy sind, angefangen hat, healthy Instanzen abzumelden, weil sie zu lange gebraucht haben zu antworten. Aufgrund der hohen Anzahl an Nutzern, die am ersten Tag Dyn erleben wollten. Das natürlich, übrigens auch da, großer Vorteil der Cloud wäre das jetzt in einem physischen Server-Setup gelaufen. Wie hätte ich da in der Lage sein sollen, das zu skalieren? Das konnte ich dann in der Cloud relativ einfach lösen, indem ich gesagt habe, okay, wir skalieren jetzt die Instanz und die CPU, ja, um dafür zu sorgen, dass wir mit der Anzahl an Nutzern klarkommen. Aber das war natürlich nichts, wo wir am Ende gesagt haben, so stellen wir uns das zukünftig vor, weswegen wir auch da klare Mechanismen eingeführt haben, um am Ende Load-Shedding zu betreiben oder Retries aufzusetzen, um am Ende einfach auch das System an sich robuster zu machen, indem wir ein besseres Error-Handling haben. Also das sind Dinge, die werden ganz viele Tech-Leader zum heutigen Zeitpunkt alles schon richtig machen. Das sind aber auch Dinge, wenn man sich überlegt, man muss in einer sehr kurzen Zeit sehr viel in einem Projekt aufsetzen, die an der einen oder anderen Stelle möglicherweise mal zu kurz kommen, weswegen ich das schon nochmal einen sinnvollen Hinweis sehe, darauf zu achten, dass man natürlich sich auch damit auseinandersetzt, wie failt ein System denn eigentlich graceful vor Kunde. Klingt jetzt für mich eigentlich nach einigen sehr pragmatischen Ansätzen. Viele Situationen kann ich mich noch gut daran erinnern, wie die passiert sind, gerade auch am ersten Launchtag. Und
damit würde ich sagen, Moritz, vielen Dank für deine Zeit heute. Gibt es noch irgendwas, was du an die Fans von deinen oder euren Sportarten richten möchtest an Worten? Wie schon am Anfang gesagt, die Mission von Dyn ist es, die Sportarten, die uns mit ihren Rechten betraut haben, eine möglichst große Plattform zu bieten und die Wertschätzung in der Gesellschaft zu erhöhen. Das ist etwas, bei dem wir uns total darüber freuen, viele Partner zu gewinnen, mit denen wir das tun können. Und wir freuen uns auch an diesem Setup gemeinschaftlich mit Partnern und Fans zu arbeiten, damit die Sportarten das Rampenlicht bekommen, was sie verdienen. Das klingt gut. Vielen Dank, Moritz, und bis zum nächsten Mal.